Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. War ja das letzte Mal viel Cliffhanger. Also schauen wir doch mal, was die Machinas sagen. Ihr seid zurück, habt ihr euch im Dorf umgesehen? Nun, dann will ich euch eure Fragen beantworten. Oder seid ihr noch nicht fertig? Los geht's. So, are you Mechon? In one sense we are, and in another we are not. It is a fact that the weapons you call the Mechon were created by our civilization. However, we were born from the MECHONIS. By your understanding, it would be correct to say that we are the same as Mechon. A form of mechanical life born of the MECHONIS. Is that correct? From our perspective, you are forms of organic life born of the BIONIS. Life born of the MECHONIS? So there is life here, just like on BIONIS? Explain to us why you invaded our world. What did we ever do to you? I understand your feelings, but please, there is much yet to tell you. Dunban, please hear her out. But... These Machina, they're good people. Fiora? You do not look fully functional. Ever since she was given this body, she hasn't been feeling too good. But we honestly don't know what to do. Do you mean to tell me you are not Machina? Why didn't you tell me sooner? I'm okay. Really. Nein. Nonsense. Do not worry. I specialize in people in your situation. Just as I thought, you were transformed into a face unit. You are experiencing a functional breakdown in multiple locations. I will take her to my laboratory. The Chief will answer your questions. He is waiting for you in Junks. For us? We will speak later. Shulk, I'm... Fiora. Don't worry. I'll keep an eye on her. Thanks. Warte mal, ist da oben auch was? Achso, die sind da oben. Wo sind jetzt ihre Flügelchen eigentlich? Sieht man die unten durch? Okay, wir gehen mal weiter. Hallo, Prof. Warte, was? Professor, was ist das? Das sieht mir aus wie ein bisschen wie Jabba the Hutt, oder? Oh ja, es sieht total so aus. I get a kick out of seeing people's faces every time. We were told that you were waiting for us. That's right. I've been waiting a long time. Waiting for you to accept my request. Request? But first, let me ask. The sword the young man is holding. Is that the Monado? It is. And the destruction of the fortress on the sword. Was that your lot's doing? Yes. Although unfortunately we were unable to stop Egil. Egil? Do you know him? He claims to be the leader of MECHONIS. This Egil that you fought is one of our people. He's my son. Your son? Actually, my request is about him as well. Ah. I want you to kill Egil. Okay, danke, dass du uns so viel erzählt hast. Sind wir jetzt schon 13? Ernsthaft?
Warte mal, Kapitel 12 war eine Stunde von Kapitel 13 weg. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das letzte Mal gleich mitgemacht. Oh ja, die 10 Mann werden denen richtig den Arsch aufreißen, Mann. Und vor allem die Kleinen. Sind da Kinder dabei? Alles klar, schick mir die Kinder in die Schlacht. Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kallian Antiqua, regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of BIONIS, with which we will confront MECHONIS. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around till the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Erith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia, although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of BIONIS, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hum-Hum and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet Shulk, What? I have something I want you to tell him. Versteck die Pornos unter meinem Bett, wenn ich weg bin. Was? Entschuldigung. Kann jetzt endlich mal erzählen, was abgeht? You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on MECHONIS. Back when the BIONIS and the MECHONIS were fighting, the BIONIS almost completely wiped us out. I suppose the BIONIS just didn't want us around. Lady Mayneth fought the BIONIS for us. In the end, the two titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of MECHONIS.
You could say that she is the MECHONIS itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of MECHONIS must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that, but he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the BIONIS rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the BIONIS for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the BIONIS did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on BIONIS. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the MECHONIS capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rhine! I understand about Egil, but why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy MECHONIS weaponry. It's said that it was once the sword of the BIONIS. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. Ja, aber wie sie wieder schon bloß die Hälfte nicht erzählen, Mann? She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a mechon? That's right. She has been transformed into a mecon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a mecon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so
if you were to find some Mechon parts. But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes ashore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Ich muss ja zugeben, ich finde sowas immer bescheuert. Grundsätzlich. Ich meine... Achso, das ist so ein Ding. Ich meine, Alter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendein Bauteil, was genau jetzt gebraucht wirst, an einem Strand findest? Ich finde sowas immer... ich weiß, es ist ein Spiel, aber das sind immer so Zufälle, wo man so... Ja, ich wollte wissen, ob ich dann irgendwie... Bedingungen sind nicht erfüllt. Yes? Heißt der Volltank? Nee, Volltank. Augenblick Zeit, ich bin wieder eure Hilfe. Ja, los, hau raus. Alter! Mehr? Nein? Okay. Ich meine, ich weiß nicht mal, was ich jetzt holen soll. Man nimmt es halt... Jetzt bin ich schon wieder in die verdammte Seite gelaufen. Trainiert er oder was ist das? Ist das ein Junge? Schaut aus wie eine Liegestütze immer. Jetzt müssen wir mal was ausprobieren. Jetzt haben wir aber die meisten wieder zusammen. Erstmal die Gruppe wieder trennen. Oh, ihr verarscht mich. Die Schala ist nicht dabei. Ah! Was soll das? Nachtleuchtestab. Okay, wir brauchen für die Dinge einen neuen Stab. Hallo, ich möchte gerne einen Stab kaufen. Ja, halt's mal, gib mir jetzt einen verdammten Stab, Mann. Machina-Stab. Oh. Der ist relativ stark eigentlich, der Stab. Vergiss es, ich will keinen Stab kaufen, geh weg. Ausrüsten. Amethystschmuck. Okay, Amethystrüstung. Hammer. Klingenstulpen. Neue Leggings. Wie schaut's denn mit neuen Leggings aus? Tapferschuhe. Orionschuhe. Sternenstiefel. Okay, haben wir eigentlich da mal was Neues? Frachtstil 3, hatten wir den schon? Das hinten schaut ganz fetzig aus. Lega-Stil 3 war das da und Ares-Stil war... Ja, so ein Hardcore-Stil. Hatte dieses Magna-Ding vorher schon? Habe ich eigentlich mehr so Magna-Zeug? Wo nett? Was ist denn Monett? Achso, das Ding, was ihre Flügel verdeckt. Da ist Magna-Stil. Orion? Oh, wow. Das schaut immer richtig Bullshit aus. Titan-Stil. Naja, gut. Das ist einfach nur ein Krönchen. Was wollte ich jetzt eigentlich geben? Wo ist ein Magna-Ding gewesen? Ah ja, stimmt. Das habe ich ja schon mal geschaut. Das schaut ja ganz fetzig aus eigentlich, ne? Achso, ja, Erok-Stil war ja... Ich muss zugeben, ich kann mich im... Ah, hey, Alter, ich wollte doch noch was anderes ausprobieren. Ausgerüstet haben wir sie jetzt. Harmoniediagramm. Okay, Harmonie der Gruppe. Wir haben einen Schulk.
hab ich's wieder ausgemacht, Alter. Leck mich jetzt. Schuldig. Wer soll das Geschenk überreichen? Er. Auf sie. Und was mag sie? Oh, das ist schlecht. Das ist ja mal schlecht. Ich wusste gar nicht, dass man schlechte Sachen verteilen kann. Wie wär's mit dem Eisaffen? Den habe ich da unten auch. Okay, ich verstehe es immer noch nicht. Ist echt so viel, was man verschenken muss? Wahrscheinlich wird es jetzt dann schon einer schreiben. Jetzt habe ich auch viel zu lange damit rum. Achso, ja, ich wurde markiert. Genau da lang. Sommerstern. Okay, die greifen einen alle nicht an. Sind ja hier friedlich. Bernsteinblatt, Riesen-Mechon-Wrack. Ja, aber da würde mich dann interessieren, dann hat doch den Roboter irgendwer gebaut, oder? Sind die gerade Level aufgestiegen? Ah, fuck. Oh, und ich muss ihre Attacken noch hochleveln. Falls ich es überhaupt kann. Wirtschaft von Kolonie 6 benötigt diese Zangenfäden hier. Um sie zu Chuchu. Das scheint wie ein böser, fieser Bossgegner zu sein. Oh, sehr schon wieder. 2 prachtvolle Spektralschnecken für Kolonie 6. Mächtige Eligos. Ja, nicht so einfallsreich mit den Namen, ey, was sonst. Keine Ahnung, was sonst. Wird eh da hinten sein, oder? Mich würde interessieren, ob es auf diesem ganzen Planeten nur die 2 Wesen eigentlich gibt oder ob die mal erschaffen wurden. Ach, Daumenkluft. Ich habe jetzt Damenkluft verlesen. Verfolgt mich da gerade was? Achso, da oben. Das ist schon alle, das Ding kommt immer näher.
Wohl drüben? Ernsthaft? Hä, da geht's doch nicht mal rein. Achso, aber man kann das da oben nutzen, oder? Ja. Mechon? Was macht ihr hier? Das hier, wenn es fertig ist. Oh, scheiße. Oh, fuck, noch mehr. Oh, shit, noch mehr. Die kommen aus allen Ecken jetzt. Können wir uns jetzt mal in Ruhe lassen? Wow! Wie, ich kann da nicht hinauf. Verdammt, ich kann da wirklich nicht hinauf. Na jetzt. Achso, das sind Krabben im Mechon-Teil. Herrlicher Bootes? Oh fuck. Wie sie schon extra wieder irgend so einen Pisser daher haben, Alter. Weißt du, der wo einer auf den Sack geht? Achso, er braucht ja gar nicht. Hä? Warum kam jetzt der eine daher? Warum? Was? Die Pisser halt immer noch einem folgen. Diese kleinen Sacknasen. Wow. Warum ist der Blitzruf eigentlich schon auf Maximum? Heilgeschenk? Opfert KP Familie und KP eines Gefährten zu halten. Ja, super, danke. Okay. Kann ich hier so speichern eigentlich? Geht das? Echt mitten im Wasser? Lass ich jetzt nicht nein sagen. Da die Folge für heute ist, hoffe ich mal, dass sie nicht zu spät jetzt kommt. Wird ein bisschen gedauert haben, bis sie rendert. Eigentlich soll sie um 18 Uhr mal kommen, aber wahrscheinlich muss ich es jetzt auf 19 Uhr verschieben. Aber ist ja egal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.